Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei COM-Mike. In meiner Projektserie zum Bau einer Rasenbewässerungsanlage mit Hunter MP-Rotatoren werde ich heute das Ventil aus der Verteilerbox mit meinem Rasenbewässerungscomputer verbinden. Wie ich das Ganze mache, das zeige ich euch in diesem Video. Wenn ihr mögt, bleibt dran, gleich geht's los. In den letzten Videos aus meiner Projektserie habt ihr gesehen, wie ich diese Rasenbewässerungsanlage geplant habe. Ihr habt gesehen, wie ich die Rohre verlegt habe und die Sprenger eingebaut habe, ebenso den Verteilerkopf in meiner Ventilbox. Dieser Verteilerkopf hat ein Ventil. Über dieses Ventil wird die Bewässerung für die gesamte Rasenfläche gesteuert und dieses Ventil möchte ich nun mit meinem Rasenbewässerungscomputer verbinden, damit die Steuerung ganz bequem über den Computer bzw. Smart am PC oder Telefon erfolgen kann. Die Ventilbox habe ich auf der zu bewässernden Rasenfläche verbaut und das Ventil befindet sich innerhalb der Box an der Verteilerstation. An diesen beiden Kabeln werde ich nun die Verbindung herstellen zu meinem Bewässerungscomputer, der sich in einer Entfernung von ungefähr 15 laufenden Metern im Haus befindet. Damit ich das Ganze unsichtbar verlegen kann, habe ich bei der Installation bereits Leerrohre in die Erde eingebaut. Ich werde also das Kabel durch die Leerrohre hindurch ziehen bis zum Durchgang in mein Haus hinein, wo ich das Kabel am Bewässerungscomputer anschließen kann. Auf der anderen Seite habe ich ebenfalls zwei Leerrohre verlegt. Über diese Leerrohre kann ich später weitere Kabel zu den anderen Rasenflächen, Hangflächen, Beetflächen und dergleichen ziehen und kann über diesen Bereich eine Verteileranlage anlegen, indem ich hier Kabel in alle Richtungen ziehen kann, die zentral ans Haus weitergeleitet werden. Um das Ventil mit meinem Bewässerungscomputer zu verbinden, setze ich auf ein Kabel, das ich bereits mehrfach verwendet habe. Dieses Kabel gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Die Bezeichnung ist YSLY und ich habe hier eine Variante mit 5 Adern à 0,75 Quadratmillimeter im Durchschnitt. Dieses Kabel werde ich hier verbinden. Ich werde einen Verteiler setzen, damit das Ganze zunächst ein wenig wassergeschützt ist. Wenn die Verteilerbox soweit fertig ist und auch die anderen Kabel angeschlossen sind, werde ich hier eine größere Verteilerbox setzen, die ich anschließend mit einem Epoxidharz ausgießen werde, um das Ganze dauerhaft vor Wasser zu schützen. Auf der anderen Seite wird dieses Kabel ebenfalls durch das Leerrohr gezogen und natürlich an meinem Bewässerungscomputer angeschlossen. Wichtig ist es, die Anzahl der Adern genau zu bestellen, das richtige Kabel zu bestellen. Ihr benötigt pro Ventil eine Masse, ein Kabel für die Masse und ein Kabel für die Spannung, wobei es völlig egal ist, ob das linke oder rechte Kabel jetzt an den Plus- oder Minuspol kommt. Bei 2 Ventilen benötigt ihr auch nur noch eine Masse, aber zweimal die Spannung. Die Formel lautet letztendlich Anzahl der Ventile plus 1. Das ist die Anzahl der Adern, die ihr benötigt. Auf den kurzen Wegen, zum Beispiel von der Box bis zur Hauswand, kann ich das Steuerkabel gegebenenfalls noch von Hand hindurch schieben. Das Kabel ist relativ weich, es lässt sich auf längeren Strecken definitiv nicht schieben, es muss gezogen werden. Ich habe bisher eine Fädelhilfe verwendet, eine solche wie diese hier aus dem Baumarkt oder aus dem Onlinehandel. Dieses Modell hat eine Länge von 15 Metern, hat vorne einen kleinen Suchernippel und auf der Rückseite am Ende befindet sich dann eine Öse, an welchem das Kabel, welches man durch das Leerrohr hindurch ziehen möchte, befestigt. Dieses Teil hat in der Vergangenheit funktioniert, aber eher schlecht als recht. Der Grund ist recht simpel. Diese Einfädelspirale wickelt sich ineinander auf, sie verheddert miteinander, sobald ich sie jetzt von ihren Kabelbindern befreie. Es ist jedes Mal ein Krampf, den Anfang zu finden, ohne dass der Rest dahinter miteinander verheddert. Gleichfalls ist es so, dass dieser Faden oder dieses Nylon sehr, sehr glatt werden. Das heißt, wenn man das Ganze im feuchten Bereich zieht und dann kräftig ziehen muss, man rutscht sehr schnell ab. Die Arbeit funktioniert, aber sie ist doch sehr mühsam.
Da ich in Kürze höchstwahrscheinlich an einem größeren Projekt mitwirken darf, an welchem jede Menge Kabel gezogen werden müssen, und zwar nicht nur für die Rasenbewässerung, sondern auch im Haus, für Elektrik, für Netzwerk und dergleichen, habe ich mich entschieden, eine größere Variante zu nutzen und bin fündig geworden bei diesem Modell von Vevor. Vevor selber habe ich bereits in meiner Gartenküche verwendet. Ich muss sagen, die Firma kannte ich bisher überhaupt nicht. Bin mit meinen Gartenmöbeln absolut zufrieden und auch hier habe ich wieder ein tolles Produkt gekauft bekommen. Hier habe ich eine Einfädelhilfe mit 130 Metern, die ich ziehen kann. Das Ganze besteht aus Glasfaser. Ich kann auch hier direkt das Kabel anschließen und kann auf eine extrem lange Länge das Ganze alleine einfädeln, ohne dass ich die Hilfe einer zweiten Person brauche. Ich habe dieses Teil noch nicht probiert, das mache ich heute, da bin ich wirklich gespannt, ob das die richtige Kaufentscheidung war. Ich habe das Steuerkabel in mein Nährrohr eingelassen. Ich habe beide Kabel von der Außenseite in meine Verteilerdose eingesetzt. Diese Dose ist nicht wasserdicht. Deswegen werde ich sie später auch erhöht aufhängen und sobald ich die restlichen Kabel von den anderen Leerrohren eingebracht habe, um das insgesamt zu verbinden, werde ich das Ganze mit einem Epoxidharz oder ähnlichem ausgießen, damit hier absolute Dichtheit herrscht. Ich habe hier die beiden Kabel vom Ventil, die ich nun mit diesem Kabel hier verbinden möchte. Ich habe das Ganze schon mal abisoliert und ihr seht, insgesamt habe ich 5 Adern, wovon 4 Adern schwarz sind. Ganz leicht kann man vielleicht jetzt hier an meinem Daumen erkennen, dass hier eine Nummer eingeprägt ist, die Nummer 3. Hier ist die Nummer 4 eingeprägt. Das bedeutet, die schwarzen Adern sind nummeriert. Das macht das Ganze natürlich ein wenig einfacher, wenn ich auf der anderen Seite das Kabel mit dem Bewässerungscomputer verbinde. Das gelb-grüne Kabel darf zumindest in Deutschland nicht als stromführendes Kabel verwendet werden. Darauf wurde ich oft genug hingewiesen und ich möchte an der Stelle sagen, ja, dafür ist es nicht zugelassen. Ich nutze es dennoch als Massekabel, da es sich von diesen Kabeln abtrennt und wir reden hier von einem Steuerkabel. Wichtig, beachtet aber meinen Hinweis. Ich werde nun den Anschluss mit dem Kabel Nummer 1 machen. Die anderen 3 Adern, die brauche ich im Moment nicht. Die lasse ich einfach offen und damit das Ganze gut funktioniert, kürze ich mir das noch ein wenig ein. Isoliere die Enden ab. Und anschließend wird das Massekabel mit einem der beiden roten und auch das spannungsführende Kabel mit einem der roten Kabel verbunden. Das Ganze kann vom Prinzip miteinander verzwirbelt, verknotet, über normale Lüsterklemmen gemacht werden. Da ich in Kürze weiter ausbauen werde, nutze ich erst einmal übergangsweise eine Vago-Klemme zum Öffnen und Schließen, denn diese Kabellitzen, diese Adern sind alle feinadrig. Diese kann man nicht stecken in eine normale Vago-Klemme. Aus dem Grunde nutze ich diese hier einmal auf der Seite eingeklipst und eine zweite Klemme setze ich auf der anderen Seite ein. Und nun die beiden anderen. Hier ist das Kabel noch ein wenig lang abisoliert. Das kürze ich mir ein wenig zurecht. Und nun das Schöne an diesen durchsichtigen Klemmen ist, man kann auf der Rückseite sehr gut erkennen, ob das Ganze Kontakt hat, ob das Ganze funktioniert. Ich ziehe mir das Ganze jetzt hier in meiner Dose einfach noch ein wenig zurück. Auf eine Zugentlastung und ähnliches verzichte ich hier, denn wie gesagt, in Kürze geht der Ausbau hier weiter.
Mit dem Deckel drauf bin ich auf dieser Seite bereits fertig. An der Stelle ein kurzer Hinweis: Sowohl den Verteiler, die Kabel als auch die Vakuumklemmen und alle anderen Materialien, die ich hier zum Bau meiner Rasenbewässerungsanlage nutze, die findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Schaut da einfach mal rein, da könnt ihr das Ganze schnell und bequem nachbestellen. Jetzt geht es aber weiter ab zum Bewässerungscomputer. Ich habe die Kabel durch die Wand hindurch in meinen Bewässerungscomputer eingeführt. Ihr seht, das gelb-grüne Kabel und das schwarze Kabel mit der Nummer 1 habe ich bereits die Isolierung entfernt. Die Kabel 2, 3 und 4, die klemme ich hier an die Seite. Die werde ich im Moment nicht anschließen, aber perspektivisch später mal. Mein Beregnungscomputer hat bereits eine Vielzahl von Kabeln im unteren Bereich angeklemmt. Zunächst ganz vorne 24 Volt, das ist der Zufluss vom Trafo, die Stromversorgung. Dieses Modell ist für den Innenbereich gedacht. Das Modell für den Außenbereich hat einen integrierten Trafo, da arbeitet ihr direkt mit 220 Volt, hier liegen nur 24 Volt an. Darüber hinaus habe ich meinen Sensor im Moment gebrückt, das heißt, mein Sensor ist nicht angeschlossen und spannend wird es ab dem C bis zur 8. Das C steht für die Kapazität, für die Masse. Hier ist bereits das gelb-grüne Kabel angeschlossen, was meine bisherigen 6 Bewässerungskreise mit dem Massezufluss versorgt. Darüber hinaus habe ich die Ventile 1, 2, 3, 4, 5, 6 ebenfalls angeschlossen. Ich werde das neue Ventil nun auf die 7 legen. Dazu werde ich zunächst das Ganze ein wenig lockern. Und das Kabel festschrauben. Die Masse werde ich direkt mit auf die bestehende Masse aufschrauben. Der Platz reicht. Sollte der Platz nicht mehr reichen, weil ihr vielleicht doch mehr Kabel eingeführt habt, dann könnt ihr vorneweg eine Verteilung setzen, indem ihr die Massekabel alle auf ein einzelnes Kabel klemmt, welches dann hier auf den C-Punkt geht. Damit bin ich bereits fertig und kann nun einen Test machen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Bevor ich das Ganze programmiere, stelle ich meinen Regler auf die manuelle Sektion. Ihr seht, das System möchte gerne den Beregnungskreis Nummer 1 automatisch bewässern. Ich gehe jetzt auf die Nummer 7 und hinterlege einfach mal 2 Minuten, drehe das Ganze wieder auf Betrieb und dann sollte das Ganze starten. Ihr seht, die Anzeige blinkt, die Bewässerung läuft. Der Test war erfolgreich. Ich setze meine Blende wieder auf den Computer unten auf, dass das Ganze schick ist und die Kabel versteckt sind. Ich kann den neuen Bewässerungskreis manuell starten. Das habe ich eben ausprobiert, das funktioniert. Mein Ziel ist es jedoch, das Ganze automatisiert zu machen, denn dafür habe ich ja diesen Bewässerungscomputer. Das zeige ich euch jetzt. Zuvor aber ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieses Video bisher gefällt, dann gebt mir doch jetzt einfach mal den Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal, einfach rechts unten auf das Abo klicken und keine neuen Videos verpassen. Alle Materialien, alle Bauteile findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Schaut da ruhig mal rein, wenn es euch interessiert. Einfach draufklicken, bestellen, gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Weiter geht's mit der Programmierung. Ich habe im Programmiermenü bereits meine Programmierung für die ersten 6 Bewässerungskreise hinterlegt und möchte jetzt einen 7. Kreis hinterlegen, der direkt auf den Programm des ersten Kreises aufsetzt. Ich möchte, dass alle meine Rasenflächen gleichzeitig besprengt werden, beziehungsweise alle an einem Tag zu einer Startzeit. Wenn ich bemerke, dass meine neue Rasenfläche mehr Schatten hat und weniger Wasser benötigt, kann ich die Beregnungszeit pro Zyklus reduzieren oder ich kann ein zweites Programm anlegen, was weniger oft anlaufen wird wie das Hauptprogramm, welches ich bereits nutze.
Ich wechsle mit dem Drehschalter auf das Menü Einstellung Tag, Stunde. Ihr seht 2022. Meine Daten sind alle hinterlegt. Heute ist der 24.08. um 16:57 Uhr. Das könnte ich hier verändern und einstellen. Das möchte ich aber nicht, denn mein Ziel ist es, lediglich einen neuen Bewässerungskreis zu hinterlegen. Mein erster Kreis startet um 4:45 Uhr. Ihr seht, einen zweiten Bewässerungskreis habe ich nicht angelegt, auch einen dritten nicht an diesem Computer. Dieser Computer bewässert ausschließlich meine Rasenflächen. Ich könnte nun hier einen zweiten Kreis anlegen, der unabhängig vom ersten Kreis arbeitet, solange sich die Uhrzeiten nicht überschneiden. Ansonsten würde das Ganze nacheinander ablaufen. Der erste reicht. Ich gehe weiter auf die Einstellung der Beregnungsdauer. Ihr seht, aktuell habe ich am Kreis Nummer 1 eine Beregnungsdauer von 16 Minuten. Ich wechsle in den Kreis Nummer 2, 3, 4, 5, 6, ebenfalls 15 Minuten. Und auf der 7 seht ihr eine 0. Das bedeutet, dass dieser Kreis im Moment nicht angesprochen wird. Der läuft einfach nicht. Das möchte ich nun aber ändern und das Ganze testweise einfach mal auf 5 Minuten erhöhen, um zu schauen, ob der Start und Stopp tatsächlich automatisch funktioniert. Ich habe mit der Plus-Taste das Ganze jetzt auf 5 Minuten in die Höhe getrieben. Mit Plus und Minus, denke ich, ist das soweit selbsterklärend und das war es letztendlich auch schon gewesen. Wenn ich nach rechts klicke, seht ihr, da kommt dann der 8. Kreis. Der ist noch nicht angeschlossen, ebenfalls mit der 0. Wenn ich zurückklicke, stehen meine 5 Minuten. Die Beregnungstage im Moment bei Montag und Donnerstag. Dort seht ihr die Regentropfen. Der Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag sind durchgestrichen. Diese Tage werden aktuell nicht beregnet. Die saisonale Anpassung, SolarSync und dergleichen, das habe ich euch in einem anderen Video bereits gezeigt. Schaut mal rechts oben, da verlinke ich euch das Ganze. Ich wechsle nun mit dem Regler in den Normalbetrieb und müsste nun normalerweise warten, bis der nächste Wochentag kommt. Das wäre in dem Fall der Donnerstag um 4:45 Uhr. Würde zunächst der Beregnungskreis Nummer 1 laufen, danach der zweite, danach der dritte. Aufgrund der Vielzahl könnte ich dann irgendwann um 6, halb 7 aus dem Fenster schauen und dann müsste mein neuer Beregnungskreis anlaufen. Ihr seht also, es ist gar nicht so schwer, diesen Beregnungscomputer zu programmieren. Ich werde das Ganze jetzt nicht testen, denn mein manueller Test hat ja funktioniert und auch der Rest funktioniert definitiv. Ihr könnt das Ganze noch abspeichern. Dafür nutze ich gern diese kleine Karte, die von Hunter mit dabei ist. Auf diesem Weg könnt ihr die Schnellstartkürzel alle mit hinterlegen, unter anderem auch den Durchlauf aller hinterlegten Programme, indem ihr einfach ganz länger auf die rechte Taste drückt und in dem Fall würde das Ganze jetzt manuell starten mit dem ersten Programm. Möchte ich aber nicht, deswegen schalte ich das wieder aus, gehe wieder zurück auf in Betrieb und werde schauen, ob morgen früh um 6:15 Uhr, 6:30 Uhr, wenn die ersten 6 Programme durchgelaufen sind, tatsächlich das 7. Programm ordnungsgemäß anspringt. Ich habe euch gezeigt, wie ihr eure Ventile aus der Ventilbox ganz einfach an einem Rasenbewässerungscomputer anschließen könnt. Ich verwende primär die Produkte von Hunter oder Rainbird, aber vom Prinzip her sollte das Ganze mit jedem anderen Bewässerungscomputer ganz genauso funktionieren. Wichtig ist es, dass die Spannung übereinstimmt, in meinem Fall 24 Volt der Ventile und 24 Volt, die der Bewässerungscomputer für die Steuerung ausgibt. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie die Sprenger, die Hunter MP-Rotatoren individuell eingestellt werden können. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Startwinkel verändert, wie ihr den Wurfwinkel verändert, wie ihr die Wurfweite verändert. All das seht ihr in einem neuen Video von mir. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, denkt an das Abo, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eure Fragen, euer Feedback, eure Kritiken zu diesem Video. Da freue ich mich schon drauf. Und ansonsten gebt mir das Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Werft einen Blick in die Beschreibung, nutzt meine Produktlinks, um meinen Kanal zu unterstützen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.